Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp und ich zeige euch hier, wie ihr die Artikelsynchronisierung zwischen dem Central und eurem Online-Shop auf Basis einer Connect-Integration konfiguriert. Kurze Wiederholung zu den vorherigen Videos. Wir haben in den vorherigen Videos bereits in diesem Fall eine Shopify-Integration installiert und wir haben die Artikelzuordnung vorgenommen, also definiert, welche Artikel denn überhaupt zwischen Central und eurem Shop synchronisiert werden sollen. Und was wir als nächstes tun wollen, ist nun also den Artikel-Workflow, also den Abgleich von Artikeln von Central in Richtung Shop, so konfigurieren, dass wir diesen in den Live-Betrieb übernehmen können. Ganz kurz einmal zur Orientierung hier in der Übersicht. Wir haben hier die Liste aller Features und ihr seht, dass alle Features hier grau hinterlegt sind. Das heißt, alle Features sind aktuell nicht aktiv. Derzeit werden also keine Daten automatisiert zwischen Central und dem Shop ausgetauscht in dieser Integration. Und ihr seht hier oben, dass diese Instanz noch im Entwicklungsmodus ist. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier ein Feature aktiv schalten würde, würde auch dann der Live-Betrieb sozusagen nicht direkt anfangen, weil eben die Integration noch im Entwicklungsmodus ist. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist einmal diese Integration auf den Produktivmodus umstellen, hier in den Eigenschaften und dann unter Produktiv den Toggle setzen. Und dann gehe ich zurück und dann sehe ich, dass hier der Modus zu produktiv switcht, aber die einzelnen Features sind weiter nicht live. Das kann ich also völlig problemlos schon einmal tun, ohne dass jetzt irgendwie Daten ausgetauscht werden. Und wie gesagt, möchte ich jetzt das Feature Artikel konfigurieren. Und dazu gehe ich in den Tab Workflows und ich sehe dann hier oben eine Tab-Reihe, wo ich zwischen den einzelnen Workflows hin und her springen kann. Je nachdem, welche Workflows ihr in der Konfiguration des Wizards bei der Installation entsprechend aktiviert habt, sind diese eben hier sichtbar oder nicht. Und ihr könnt nachträglich in den Einstellungen auch Features zu- und abschalten. Uns geht es in diesem Video hier um den Tab Artikel. Und das erste, was man sieht, ist, dass der Integrationsmodus hier der Active State nicht gesetzt ist. Das heißt, dieser Workflow ist nicht aktiv. Wie gesagt, dementsprechend werden auch aktuell nicht Inhalte, Daten, Artikel live ausgetauscht. Wenn ich das aktivieren würde, kommt hier eine Sicherheitsabfrage, die sagt, möchtest du wirklich deine Integration aktiv schalten? Und wenn ich das jetzt bestätigen würde, dann würde die Integration anfangen, Artikel zwischen Central und Shop auszutauschen. Dann gehen wir doch einmal das Formular von oben nach unten durch. Es ist, wie gesagt, nicht so wahnsinnig lang, ist relativ schnell zu machen. Die erste Abfrage, die hier gemacht wird, ist die, welche Datentypen ihr denn eigentlich übergeben wollt. Stammdaten, Varianten, Freifelder, Bilder, Text und hier auch Meta-Title und Meta-Beschreibung kann ich einzeln zu- und abschalten. Je nachdem, ob ich das Häkchen gesetzt habe oder nicht, werden diese Daten eben mitgeschrieben oder eben nicht. Das heißt, ich kann völlig problemlos die Bilder nicht übergeben. Oder ich kann auch hingehen und sagen, ich übergebe nur Bilder von Central an den Shop. Ich kann aber auch hingehen und sagen, zum Beispiel nur Stammdaten. Das sind sowas wie Artikelnummer, Beschreibungstext und so weiter, aber exklusive Preise und Bestände. Je nachdem, wie es eben mein Use Case an der Stelle ermöglicht. Ich aktiviere jetzt hier einfach mal alle Features. Bei der nächsten Einstellung wird es schon etwas spannender. Hier geht es um die Update-Strategie. Und die Update-Strategie sagt im Endeffekt, wie möchte ich denn meine Artikel zu Central schreiben oder dorthin updaten. Und ich habe drei Optionen. Ich kann sagen, ich möchte nur neue Artikel anlegen oder ich möchte nur bestehende Artikel updaten oder ich möchte beides machen, also Artikel updaten und neue Artikel automatisch anlegen. Bei der ersten Version würde das System immer dann, wenn im Central ein neuer Artikel angelegt wird, diesen auch im Shop anlegen. Aber wenn ich an einem Bestandsartikel eine Änderung vornehme, würde diese Änderung nicht in den Shop überspielt werden. Bei der zweiten Option ist es genau andersrum. Das heißt, neue Artikel aus dem Central würden nicht automatisch auch im Shop angelegt werden, aber dafür würden Bestandsartikel mit Änderungen abgedatet werden. Und die dritte Option, das ist der Standard, das was auch die meisten Kunden nutzen, der macht eben beides und sagt, ich date ab, wenn es den Artikel schon gibt und ich lege den Artikel automatisch an, wenn es diesen Artikel noch nicht gibt. Dazu zwei Anmerkungen. Die Identifikation, ob es einen Artikel gibt oder nicht, bezieht sich immer auf Matrix und auf Elternartikel, das heißt auch auf Matrixartikel und auf Variantenartikel.
Das heißt, ich prüfe auf der Variante, gibt es die Variante schon, und wenn nicht, lege ich sie für den bestehenden Elternartikel an. Wenn es den Elternartikel noch nicht gibt, würde ich natürlich auch den Elternartikel automatisch anlegen über diese Funktionalität. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass die Identifikation der Artikel über die SKU funktioniert. Das heißt, um das System dahingehend aufzustellen, dass ein Artikel automatisch aus dem Central heraus im Shop wiedererkannt wird, dort identifiziert werden kann, brauche ich im Central und im Shop die gleiche SKU. Ja, das ist ganz entscheidend. Es gibt auch ein Customizing, das die Fremdnummerntabelle im Central zur Identifikation nutzt. Das hat den Vorteil, dass ich dann entsprechend auch in der Fremdnummerntabelle mit anderen SKUs zum Beispiel zuordnen kann oder über andere SKUs identifizieren kann. Aber im Standard sollte die SKU im Shop und im Central für den jeweiligen Artikel die gleiche sein. Gut, weiter geht es mit der Konfiguration des Bild-Updates, des Medien-Updates. Auch hier habe ich verschiedene Update-Strategien zur Verfügung, nämlich zwei. Ich kann sagen, ich möchte nur Bilder anlegen oder ich möchte Bilder anlegen und löschen. Ich möchte nur Bilder anlegen, bedeutet, alle Bilder, die im Central hinterlegt sind, werden in den Shop synchronisiert. Wenn es aber im Shop Bilder gibt, die das Central nicht kennt, dann werden diese Bilder einfach ignoriert, die bleiben einfach bestehen. Die Option, ich möchte Bilder anlegen und löschen, ist dementsprechend gefährlicher, weil hier würde das System vergleichen und alle Bilder, die im Central nicht vorhanden sind, im Shop aber schon, diese Bilder würde das System aus dem Shop entfernen. Ja, das heißt, es geht davon aus, Central ist hier wirklich das führende System und alle Bilder, die im Central sind, sind die richtigen, alle Bilder, die nicht im Central sind, sind sozusagen die falschen und würden entfernt werden. Seid da also bitte vorsichtig, wenn ihr diese Option auswählt, stellt unbedingt sicher, dass wirklich alle Bilder richtig auch im Central eingepflegt sind, damit es hier nicht zu unerwünschten Datenverlusten kommt. Gut, die nächste Funktion ist die Zuordnung der Sales Channels, ziemlich einfach. Das unterscheidet sich auch ein ganz bisschen pro Shop. Beim Shopify ist es so, dass ihr eure Artikel in verschiedenen Sales Channels zuordnen könnt. In diesem Testshop habe ich Online Store und Point of Sale und ich möchte meine Artikel in den Sales Channel Online Store abgleichen. Bei anderen Kanälen ist das in der Logik ganz ähnlich. Es heißt nur ein wenig anders. Bei Shopware beispielsweise habe ich auch entsprechende Verkaufskanäle, die ich hier auswählen kann. Es kann aber auch durchaus sein, dass auch nochmal Shops kommen, die hier vielleicht gar keine Zuordnung ermöglichen. Genau. Nächster Punkt ist die Freifeldzuordnung und das ist ein ganz bisschen komplexer. Deswegen zeige ich erstmal, welche grundsätzlichen Möglichkeiten es gibt. Ich habe eigentlich 4 grundsätzliche Optionen. 2 beziehen sich auf die Übertragung von Freifeldern und 2 beziehen sich auf die Übertragung von Eigenschaften. Diese Schnittstelle kann entweder die Freifelder in die Custom Fields bei Shopify übergeben oder die Eigenschaften in die Custom Fields bei Shopify übergeben. Ich kann aber keine Mischung machen. Das heißt, kann ich sagen, ich nehme 3 Freifelder und ein paar Eigenschaften und schreibe die in die Custom Fields, sondern es ist ein Entweder-Oder. Und dann kann ich jeweils sagen, möchte ich denn diese Werte so übernehmen, auch vom Namen des Feldes her, wie sie in Central angelegt sind. Das wäre zum Beispiel die Option Freifelder aus Central übernehmen. Oder möchte ich die Zuordnung über eine manuelle Zuordnungstabelle machen. Das heißt, ich mache selber ein Mapping von meinem Freifeld in Central auf das Custom Field in Shopify. Und bei den Eigenschaften ist es genau das Gleiche. Wenn ich die Option auswähle, Eigenschaften aus Central automatisch in verfügbare Freifelder schreiben, dann macht er die Zuordnung anhand des Namens, schaut also, gibt es eine Eigenschaft, wie heißt diese Eigenschaft und gibt es dazu ein passendes Custom Field, auch ein Metafeld auf der Shopify-Seite, und wenn das im Namen übereinstimmt, dann schreibe ich die Werte dort hinein. Und dann gibt es auch hier die Möglichkeit, wieder ein individuelles Mapping zu erstellen. Diese individuellen Mappings funktionieren dann bei Eigenschaften und bei Freifeldern gleich. Ich zeige mal, wie das funktioniert, eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich wähle hier die Option manuelle Zuordnungstabelle aus und dann erscheint diese Zeile dort drunter und dann kann ich hier eine neue Gruppe hinzufügen. Und jede Gruppe ist sozusagen das Mapping eines Feldes. Und ich kann dann hier auf der Seite immer das entsprechende Freifeld in Central auswählen und kann sagen, in welches Feld im Shopify möchte ich das dann entsprechend mappen. Und dann mappe ich einfach alle Felder durch, die ich übertragen möchte.
und es werden dann beim Abgleich auch nur diese gemappten Felder übertragen. Alles, was ich an Freifeldern im Central habe, was nicht auf ein entsprechendes Shopify-Feld gemappt ist, würde auch nicht übertragen werden. Ein Hinweis noch an dieser Stelle. Es gibt manchmal die Anforderung, aus Central-Freifeldern auf Standardfelder im jeweiligen Shop, Shopify oder Shopware oder so, zu mappen. Das geht in begrenztem Maße auch. Eigentlich sieht der Standard das nicht vor. Das heißt, der Standard geht davon aus, Freifelder zu Custom Fields, Eigenschaften zu Custom Fields etc. Aber wir sind auch in der Lage, Freifelder auf Standardfelder zu mappen für einige definierte Felder. Dazu sprecht am besten einfach im Detail mit eurem Onboarding-Partner, schaut in die Dokumentation und wenn diese Standardmöglichkeiten, die wir dort anbieten, nicht reichen, dann kann man das Ganze auch noch über ein Customizing erweitern und dort über dieses Customizing individuell in das Mapping eingreifen. Und dann der letzte Punkt in der Artikelkonfiguration, das ist die Steuerkonfiguration. Und zwar geht es hier darum zu sagen, hey, was sind denn eigentlich auf der Shop-Seite die Collections für die reduzierten, befreiten und normalen Steuersätze. Das ist auch wiederum eine Funktionalität, die ist bei den anderen Shops ein ganz wenig abweichend. Ich muss jeweils immer sagen, hey, wie mache ich die Steuerzuordnung? Im Shopify gibt es eben diese Besonderheit, dass die Steuerzuordnung über diese Collections funktioniert. Das heißt, ich sage, alle meine Artikel mit einem reduzierten Steuersatz, die kommen hier in meine Collection Reduced Tax Rate. Das kann natürlich pro Shopify-Shop unterschiedlich heißen. Alle meine Artikel mit einem befreiten Steuersatz, also mit 0% Steuer, kommen hier in Extended Tax Rate und mein normaler Steuersatz sind 19%, mein ermäßigter Steuersatz sind 7%. Auch das kann logischerweise abweichen. Wenn es sich um einen österreichischen Shop handelt beispielsweise, hätte ich hier vielleicht 21%. Ja? Dann muss ich noch entsprechend angeben, ob ich Netto- oder Bruttopreise übergeben möchte. Also was ist der Wert, der an den Shop übergeben werden soll. Der Standard, wenn ich es nicht anhake, sind Bruttopreise. Wenn ich den Toggle setze, dann werden Nettopreise übergeben. In den allermeisten Fällen übergeben wir Bruttopreise. Nettopreise werden eher im B2B-Umfeld beispielsweise übergeben, aber bei klassischen Endkundenshops sind es fast immer Bruttopreise. Dann wäre so die Option richtig. Und dann müssen wir schließlich hier noch das Land des Firmensitzes angeben, in diesem Fall Deutschland. Das ist wichtig für die Kalkulation des richtigen Steuersatzes und die richtige Zuordnung. Also einfach das Land auswählen, in dem die Firma beheimatet ist. Gut, und wenn ich dann alle diese Einstellungen hier fertig habe, kann ich hier oben auf Speichern klicken und meine Artikelkonfiguration ist fertig und ich könnte dann, wenn ich die Schnittstelle in Betrieb nehmen möchte, könnte ich hier den Live-Modus aktivieren. Es kommt dann eine Sicherheitsabfrage, ich müsste bestätigen und dann wäre die Schnittstelle im Live-Modus und würde immer, wenn sich im Central ein Artikel ändert oder ein neuer Artikel hinzugefügt wird, diese Änderung als Update oder Create an den Shop entsprechend übertragen. Ich kann Artikel auch manuell auslösen, ja, also nicht bei Änderung, sondern wenn ich sage, ich möchte einfach außer der Reihe Artikel manuell getriggert sozusagen vom Central an den Shop übertragen. Das funktioniert über das Journal. Das könnt ihr in dem entsprechenden Video fürs Journal euch anschauen. Da werde ich euch das nochmal zeigen. Soweit zur Konfiguration des Artikel-Workflows. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen.